für ein Instrument hast du da? Jetzt habe ich hier meine Großbassblockflöte drin, eine C-Flöte. Hallöchen und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Letzte Woche konntet ihr die 2 Meter große Blockflöte meiner Kollegin Bettina bewundern, die Subbass-Blockflöte. Und heute geht es weiter mit Bettinas Großbass-Blockflöte, die eine Nummer kleiner ist als die Subbass-Blockflöte, aber immer noch groß genug. Falls ihr das Blockflötenspiel genauso liebt wie ich und euch freut über neue Beiträge auf meinem Kanal, dann abonniert ihn doch bitte. Vielen Dank. Viel Spaß beim Zuhören und Anschauen. Jetzt habe ich hier meine Großbassblockflöte drin, eine C-Flöte. Eine Nummer kleiner als der Subbass. Das gute Stück. So, dann zeig uns doch mal zuerst das Kopfstück in groß. So, da. So, hier ist das Kopfteil von der Großbassblockflöte. Da sieht man hier auch wieder das Labium. Und bei dem, weil man hier oben eine Kappe hat, die abzumachen ist, sieht man auch wunderbar den Block. Das ist jetzt der Block von der Blockflöte. Hier hatten wir einmal den Block bei der großen und im Vergleich dazu bei dem kleinsten Flötlein, ein gar kleinen Flötlein, da sieht man hier das dunklere Teil. Das ist da auch der Block. Also eindeutig erwiesen, es ist eine Blockflöte. Genau, man könnte jetzt auch hier so anblasen, wenn man gerne möchte. Direkt anblasen. Zeig uns das mal, wo du da genau reinbläst. Achso, hier ist der Windkanal. Dieser Schlitz da, ne? Da bläst du quasi rein. Ja. Da pustet man rein. Und dann kommt hier ein Teil der Luft raus und ein Teil geht in die Flöte. Genau. Ne? Genau. Genau, könnte man. Ansonsten kommt aber hier so eine Kappe oben rauf. Und in der Kappe, da ist ein Loch, da kommt dann wieder so ein Anblasrohr rein. Da wäre das dann. Und dann haben wir hier das Mittelteil. Das hat jetzt auch Klappen, also nicht mehr ganz so viele wie der Subbass. Hinten natürlich wieder das Daumenloch, wieder deutlich kleiner. Zeig uns das ruhig mal ein bisschen näher. Das Daumenlöchlein, ne? Ja, zeig doch mal deinen Daumen im Vergleich. Da geht's ja. Ja, kannst du denn da gut halbe hohe Töne spielen? Hier, ja, wunderbar. Gut. Okay, und bei der Flöte haben wir halt für den Zeigefinger und den Mittelfinger einfach nur Löcher, aber für den Ringfinger ist das Loch da unten und da kommt kein Ringfinger ran. Ne? Deswegen haben wir hier die Klappe. Und zeig das auch noch mal so von der Seite, wenn du die Klappe schließt, hier mit dem Ringfinger, wie dann da unten das Loch zugeht. Super. Genau, und gleich für die andere Hand ist hier auch das Loch für den Zeigefinger. Auch das ist zu weit weg. Das hat hier auch. Der hat hier eine Klappe für das Loch. Der Mittelfinger hat wieder ein Loch. Und der hat eine Doppelklappe für D und Dis. Das ist eine C-Flöte, das heißt, es wäre D und Dis. Der kleine Finger, da fehlen noch die sind nämlich unten am Fußteil dran. Okay, am Fußstückchen. Und das zeig uns doch auch mal bitte jetzt. Genau. Da sind hier auch wieder die Schalllöcher, weil hier unten, das zeige ich nachher, da kann man so eine Stachel reinpacken, wenn man im Stehen spielt oder auch im Sitzen, je nachdem wie groß man ist. Ja. Das zeige ich gleich in 2 verschiedenen große. Ja. Und die Schalllöcher, das hatten wir im Subbass-Video erklärt, aber hier noch nicht. Ne? Genau, stimmt. Genau. Normalerweise hat man ja unten ein Fußstück bei einer Blockflöte und hier ist ein Loch. Genau, und weil ich hier aber so eine Stütze reinmachen kann, wo dann die Flöte draufsteht, muss natürlich die Luft irgendwo anders rauskommen und deswegen sind hier unten diese Schalllöcher. Und das sind jetzt hier die beiden Klappen für den kleinen Finger, für C oder Cis. Da fehlt uns jetzt nur der Körper von der Flöte. Genau. Super, lass uns das mal zusammenbauen. Bin ich aber gespannt, wie du das machst. Das macht man unten rein, wenn man im Stehen spielt. Und wenn ich im Sitzen spiele, dann tausche ich den aus und mache so ein kleines Teil rein. Ja, dann bauen wir erstmal die Flöte zusammen. Genau. So. Und wofür hast du hier so ein Labello? Nein, das ist so, ich nehme es immer, wenn diese Fettdöschen, diese Fettdöschen, die dazugehören, die sind immer so schnell leer. Und ich nehme dann immer, also farblos und ohne Geruch,
fette ich denn meinen Korken ein. Wenn Ja, es weil ein bisschen diesen leer ist. Korken, ne, den muss man Genau. richtig gut einfetten. Genau. So immer, damit Ja. er geschmeidig bleibt. Aber Genau. gerade bei den großen Flöten, die gehen so Das schwer geht so zusammen, schwer denn, genau. sonst hat man keine Chance. Der geht relativ leicht. Läuft wie geschmiert. Läuft wie geschmiert. Das könntest du auch ohne meine Der Hilfe, ne? geht, genau, der geht. So, dieses Teil da reinpacken. Okay, dann kann ich den jetzt so schön abstellen. Könnte theoretisch spielen, aber noch komme ich nicht ran, weil da fehlt noch was. Nämlich das Anblasrohr. Das hatte ich ja vorhin gezeigt. Da ist ja so ein Loch oben drin. Da kommt jetzt das Anblasrohr rein. Und es fehlt aber noch das Mundstück. Das ist auch lose. Da ist auch wieder ein Kork, ne? Den Genau. musst du auch fetten. Den muss man auch, genau, pflegen. Also So. ihr könnt mal sehen, wie einfach das ist, wenn man nur Sopranblockflöte spielt. Ne? Ja, Kommst du damit durch den Zoll mit den ganzen habe Koffern? ich doch nicht probiert. Wer weiß, haben Sie was zu verzollen? Ja. Eine Blockflöte. Ist noch ein bisschen hoch. Das kann man hier verstellen, die Länge. So, jetzt hoffe ich. Das ist der Ausbass. Ja, super. Also Bettina, du kriegst aus diesen ganzen riesigen Flöten sofort einen Ton raus. So, und dieser Stachel da unten, der muss immer dran. Oder Nee, muss nicht du kannst dran. den gerne, aber dann musst du die erhalten. Oder kann der man die Stachel- auch im Sitzen spielen? Ja, genau, dann mache ich den kleinen immer ran. Gott sei Dank. Ja. Ich nehme mal meine normale Bassblockflöte Ja. dazu, weil das ist eine Bassblockflöte mit dem tiefsten Ton C. C, Also ein C-Bass, genau. Ein C-Bass, eine C-Blockflöte. Und die, ich sag jetzt mal normale Bassblockflöte, die viele von euch kennen, die hat ja als tiefsten Ton das F. Und die ist höher als deine Großbassblockflöte. Kleine Schwester. Genau. Also wenn ich jetzt meinen tiefsten Ton spiele, ist die klein jetzt. Ist das wirklich der tiefste? Genau, also das ist nicht eine ganze Oktave tiefer da. Genau, sondern FC ist eine Quarte. eine Quarte Quarte. tiefer, ne, als die Genau, eine Quarte nach unten. Ja. Bassblockflöte. Bevor wir jetzt noch zeigen, wie du mal den kleinen Stachel dran machst und Ja, im zum Sitzen Sitzen, spielst, genau. weil das geht ja bei der Supersflöte auf keinen Fall. Nee. Da kann man nur wirklich nur Da im kann man- Stehen genau, spielen. genau. Erzähl uns doch mal, wozu man so einen C, so einen Großbass einsetzt überhaupt. Ja, na, den setzen wir auch so ähnlich wie bei dem Video erklärt vom Supers im Ensemble ein. Meistens, wenn man entweder tiefer gesetzt spielt, also nicht wie normal im Quartett Sopran, Alt, Tenor, Bass, sondern man kann ja Stücke auch spielen, dass die oberste Stimme der Tenor spielt, Tenor, Bass, dann kommt der Großbass, der übernimmt dann die normale Tenorstimme und der Subbass, den wir schon mal gezeigt haben, der ersetzt dann die Bassblockflöte. Die sind ja auch beide im Bassschlüssel notiert. Das muss man aber auch lesen können. Du hast dann eine C-Blockflöte, die im Bassschlüssel Richtig, steht. Das genau. ist nochmal ganz anders ist- als auf der, in Anführungszeichen, normalen Bassflöte. Und wie lernt man sowas? machen. Einfach, ich weiß nicht, probieren, sich ein Heft nehmen und einfach spielen. Irgendwann, also wenn man lange Pause hat, geht mir das auch so, dass man dann ganz oft in die F-Griffe rutscht, nur weil man Bassschlüssel liest, aber Ja. wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ich glaube, das geht. Weil du hast das ja ganz toll gemacht. Wir haben also dieses Stück eben Ja. vom Blatt gespielt, Ja. mehr oder weniger. Und das ist ja für zwei Altblockflöten eigentlich Genau. geschrieben. Und du hast das direkt transponiert. Ne? Ja, richtig genau. super. Sehr gut. So, dann zeig uns mal noch, wie Ja. das im Sitzen Genau. geht. Der geht ab. So. Da habe ich hier den
kurzen Stachel, den setze ich da unten rein. So. Ist fast wie ein Cello So dann, könnte ne? man, ja, im Sitzen stehen. Krass, Genau. wie virtuos du da drauf schon spielst. So wie eine Altflöte Ja. oder so. Richtig gut. Genau. Ja. Sehr schön. Sehr Ja, schön. vielen Dank, Bettina, Gerne. für die Vorstellung der Großbassblockflöte. Großbassblockflöte in C. Ja. Schön.